Neid ist nämlich eigentlich ein ganz großer Motor, ein ganz großer Ansporn. Neid zeigt uns, was unsere tiefsten Sehnsüchte sind, was wir uns auch sehr von Herzen wünschen und können diesen Ansporn, diesen Motor dann nutzen, um eben auch das zu erreichen. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo, schön, dass du da bist, hier bei Loslassen und gemeinsam wachsen. Ich freue mich, dass ich dich jetzt ab sofort mitnehmen darf in eine Reihe zum Thema Gefühle verstehen. Denn in der bewussten und bedingungslosen Elternschaft geht es schließlich darum, dass wir Klarheit bekommen, dass wir ein Bewusstsein bekommen für die Reaktions-, Sprach- und Denkmuster, die wir haben und natürlich auch, die unsere Kinder uns zeigen möchten. In dieser Episode heute möchte ich die Frage einer Mama aus meinem Mentoring-Programm Gemeinsam wachsen vorstellen. Sie wollte wissen, wie sie im Geschwisterkonflikt mit Eifersucht und Neid umgeht. Eine Situation, die du mit Sicherheit auch kennst, nämlich die, dass ein Kind zum Beispiel, weil es Geburtstag hat, etwas bekommt, ein Ding, eine Sache, etwas Materielles bekommt und das andere scheinbar leer ausgeht. Es gibt einen Geschwisterkonflikt, es gibt Streit, wir erleben ein Verhalten, das uns irgendwie fordert. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? In dieser Episode heute erfährst du genau das, nämlich was Neid und Eifersucht eigentlich ist, wie wir das Gefühl verstehen lernen und auch das dahinterliegende Bedürfnis entdecken können und letztendlich, was du tun kannst im Geschwisterkonflikt, wenn es um eine derartige Situation geht. Jetzt habe ich aber ganz viel erzählt. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode in meiner Reihe Gefühle verstehen. Liebe Manuela, wie gehe ich mit Eifersucht unter Geschwistern um? Die Frage ist ganz kurz, es kommt natürlich noch eine kleine Erläuterung dazu, nämlich, dass die Selina, die ist 5, zum Geburtstag bei ihrer Patentante ein Geschenk einlösen konnte, und zwar Ohrloch stechen und anschließend einen Heliumballon kaufen. Und der große Bruder, der 7-Jährige, der wusste, dass das kommen wird. Nur als er den Ballon gesehen hat, ist er ziemlich eifersüchtig geworden. Selinas Patentante hat Samuel dafür eine Tüte Gummibärchen gekauft, die er sich selbst ausgesucht hat. Nun hat er die Gummibärchen leider nicht so gern. Zu Hause musste er Selina immer den Ballon wegnehmen oder mit seinem Kopf dagegen schlagen, wie wenn er Kopfball machen würde. Er hat sich allerlei einfallen lassen, um sie zu ärgern. Ich habe versucht, seine Gefühle zu spiegeln, gefragt, ob er neidisch sei auf den Ballon. Alles ja. Und was mache ich jetzt? Wie begleite ich ihn dabei? Kann ich ihm die Eifersucht irgendwie nehmen oder ist es besser, sie ausleben zu lassen? Nur wie? Ich fühlte mich etwas hilflos dabei. Danke für deine Tipps, liebe Grüße. Wie ist es denn dann gewesen? Also das ist jetzt natürlich schon ein bisschen her. Nichtsdestotrotz, die Situation ist ja schon gewesen. Wie hat sich's denn entwickelt? Das würde mich natürlich jetzt einfach so grundsätzlich ganz interessieren, was da so passiert ist seitdem und wie du damit umgegangen bist. Grundsätzlich haben wir natürlich die Emotionen Neid und Eifersucht und die sind unterschiedlich. Also ist er neidisch oder eifersüchtig? Ich zeige dir mal oder ich zeige euch mal Neid, was Neid ist. Neid ist nämlich etwas, was wir empfinden immer dann, wenn ein anderer was hat, was wir noch nicht haben. Das ist so das klassische Beispiel für Neid, dann empfinden wir Neid. Neid ist nämlich eigentlich ein ganz großer Motor, ein ganz großer Ansporn. Neid zeigt uns, was unsere tiefsten Sehnsüchte sind, was wir uns auch sehr von Herzen wünschen
und können diesen Ansporn, diesen Motor dann nutzen, um eben auch das zu erreichen. Also Neid ist eigentlich was Großartiges. Alle Gefühle sind großartig. Wenn ihr bei mir seid, ihr wisst es schon, dass ich alle Gefühle großartig finde, weil sie eben etwas aussagen, weil sie uns helfen zu verstehen und das dahinter eben auch entdecken lassen möchten. So, der Neid, der hilft uns anzuspornen. Die Eifersucht. Die Eifersucht ist anders. Bei der Eifersucht kommt es so ein bisschen drauf an, wie stark mein Selbstwert ist. Bei der Eifersucht ist es eher so, dass dass das sich mehr auf Beziehungen bezieht. Ich kann in Beziehungen eifersüchtig sein. Und zwar dann, wenn ich unbedingt diese Beziehung halten möchte. Das heißt, wenn ich die Bindung und die Verbindung, die ich da vielleicht habe, verteidigen möchte. Und es kommt ein Dritter dazu, dann bin ich eifersüchtig vielleicht auf den Dritten, weil ich mich sorge und ängstige um die Verbindung oder die Beziehung, die ich da gerade habe. Oder aber ich bin eifersüchtig, weil ich eine Unsicherheit verspüre in der Verbindung zu dem Menschen, in der Beziehung zu dem Menschen. Und da deine Frage, also wie gehe ich mit Eifersucht unter Geschwistern um? Ja, die Eifersucht, die kannst du nicht wegnehmen. Du kannst den Kindern gar keine Gefühle wegnehmen oder einem anderen Menschen gar kein Gefühl irgendwie abnehmen, damit der es leichter hat. Die Gefühle, die gehören zu uns dazu und sie sind ein Anzeichen für etwas und die darf jeder Mensch für sich behalten. Begleiten kannst du aber sehr wohl, indem du gerade bei den Kindern und auch bei den Erwachsenen letztendlich, aber bei den Kindern eben versuchst herauszufinden, mit ihnen zusammen, ob es zum einen Neid ist oder Eifersucht. Das wäre ganz nett, muss aber nicht unbedingt sein, aber letztendlich worum es eigentlich wirklich geht. Und bei mir ist gerade so beim Lesen gekommen, geht es denn da wirklich um den Ballon? Geht es wirklich um den Ballon oder geht es um diesen ganzen Event? Also der Samuel, der war ja letztendlich dabei oder auch nicht dabei. Auf jeden Fall wusste er, dass seine Schwester da ein Event hat. Sie hat ein Event, eine Patentante, die mit ihr zusammen Ohrlochstechen geht, die mit ihr zusammen diesen Heliumballon kauft. Und ich könnte mir vorstellen, dass es darum geht, so auf diesen Event eifersüchtig zu sein, auf diese Beziehung zu der Patentante, auf dieses besondere Etwas, das da seine Schwester möglicherweise hatte und gar nicht unbedingt der Ballon. Der Ballon ist der Ausdruck oder das Bild für diesen Event. Dieses Schöne, das Leichte, das ist das, was auch letztendlich Samuel anfassen kann, die Ohrringe an seiner Schwester da jetzt rumzuziehen, da ist es ihm wahrscheinlich gar nicht eingefallen. Und der Ballon, der war jetzt quasi noch übrig als Symbol für diesen Event. Und da wirklich ins aktive Zuhören gehen. Wünschst du dir auch so mit deinem Patenonkel mal so einen Tag? Oder auch für mich oder für dich die Frage, hat er auch so eine gute Beziehung zu dieser Patentante oder würde er sich eine intensivere Beziehung zu der Patentante vielleicht wünschen? Begleiten heißt immer, dass wir mit dem anderen in Kontakt treten, dass wir mit dem anderen ins Gespräch kommen, dass wir annehmen, was gerade ist, dass wir sagen, oh Mann, weißt du, Eifersucht, ich habe mich auch mal eifersüchtig gefühlt dass dieses Gefühl von, Mensch, in mir ist etwas, was die Kinder ja haben, in mir ist da so ein Gefühl und es fühlt sich komisch an. Und was mache ich jetzt damit eigentlich? Und ist das gut oder ist es schlecht? Diese Einordnung, dass wir da den Kindern helfen, dass wir ihnen da eine Stütze sind und sagen, ich kenne das Gefühl und manchmal fühlt sich das unangenehm an und vielleicht auch eben mit einer eigenen Geschichte kommen, was immer ganz, ganz hilfreich ist, auch eben um Verbindungen aufzubauen. Ja, ausleben lassen, die Eifersucht kommt und geht. Das ist gar kein Ausleben lassen, auch nicht bei der Wut, ist auch kein echtes Ausleben lassen. Naja, es kommt und geht einfach. Also Gefühle kommen und gehen. Die sind irgendwann ja wieder da. Und Eifersucht wird noch öfter kommen. Und da letztendlich, egal ob es Wut ist oder ob es Eifersucht ist oder ob es Freude ist, letztendlich das anzunehmen, dass es gerade da ist, dass es gerade präsent ist, dass es gerade diese Situation was mit mir macht als Kind oder eben auch als Mama und zu überlegen, was mir hilft, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Ob es mir hilft, mal zu stampfen in der Wut, ob es mir hilft, mal drüber zu weinen,
ob es mir hilft, Klarheit zu kriegen, dass ich mich nach etwas sehne, dass ich einen Wunsch habe, den ich auch gerne erreichen möchte. Und das ist die Begleitung, die du als Mama geben kannst. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Eine Frage, die ich außerdem immer wieder bekomme, ist: Manuela, was kann ich machen, konkret, damit mein Kind selbstständig und unabhängig wird? Hier lade ich dich herzlich ein, auf meiner Seite sprachzeichen.de/mit-kindern-sprechen vorbeizuschauen, denn hier findest du meine Vorträge, meine Masterclasses zu unterschiedlichen spezifischen Einzelthemen. Eine davon ist: Ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird. In diesem Vortrag geht es vor allem um die 4 Kernbausteine, die Eltern ihren Kindern mitgeben können, damit diese frei werden, sich eigenständig und unabhängig entfalten können, nämlich emotionale Sicherheit, Freiheit, Vertrauen und Authentizität. Wenn dich also diese Fragen quälen, wie kann ich mein Kind unterstützen, Lösungen zu finden, wenn es alleine draußen unterwegs ist, dass es gut alleine zurechtkommt? Wie fördere ich die Selbstständigkeit bei meinem Kind? Wie kann ich Verantwortungsbewusstsein meines Kindes schulen? Und ja, welche Rolle spielt dabei auch das große Thema Vertrauen? Dann schau doch hier unbedingt mal vorbei. Ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird, ist mein Vortrag, meine Masterclass, die du 12 Monate zur Verfügung hast, alle Folien downloaden kannst und außerdem ein Gutschein bekommst in der Höhe von 97 € der Masterclass, die du dann innerhalb der nächsten 6 Monate für ein Einzelcoaching oder natürlich auch für mein Gruppenprogramm Gemeinsam wachsen anrechnen lassen kannst. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.